Hallo, dieses Video geht um Wortstellung und zwar noch einmal auf Deutsch. So, if you want to see the subtitles, they should be here already, but if you click there-ish, there'll be a button, you can turn subtitles on. Also, los geht's. Wortstellung auf Deutsch. Ich denke, das Wortstellung auf Deutsch ist nicht super schwer, aber es kann ein bisschen schwierig sein am Anfang. Also, wir fangen mit etwas ganz einfach an. Und zwar Subjekt, Verb, Objekt. Das ist am einfachsten Wortstellung auf Deutsch. Und was bedeutet diese Dinge hier? Also Subjekt ist die Mensch oder die Dinge, die das Verb tust. Und das Verb ist das Verb und dann die Objekt ist die andere Information, die wir brauchen, um das Sätze Sinn zu machen. Ein Beispiel vielleicht würde hilfreich sein. Subjekt, Verb, Objekt. Ich gehe nach Berlin. Subjekt, Verb, Objekt. Das ist genauso wie auf Englisch. Auf Englisch würde das sagen, I go to Berlin. Ganz einfach. Wir haben die gleichen Dinge. Einfach mit Zeit. Und das ist ein bisschen anders wie auf Englisch. Weil wenn wir Zeit am Anfang haben wollen, und wir müssen das nicht, aber wenn wir das wollen, dann das Verb kommt als Nächster. Es muss als Nächster kommen. Also wir haben Zeit, Verb, Subjekt, Objekt. Das ist ein bisschen anders wie auf Englisch. Also noch ein Beispiel. Morgen gehe ich nach Berlin. Zeit, Verb, Subjekt, Objekt. Und auf Englisch das sagt Tomorrow go I to Germany. Tomorrow I go to Berlin, sorry. Und das ist Zeit, Verb, Subjekt, Objekt. Die nächste Regel ist ein bisschen schwerer und auch ein bisschen wichtiger. Das Yoda-Regeln, oder so nenne ich das. Das ist, wenn wir zwei Verben nutzen wollen. Und dann wir haben Subjekt, Verb 1, Objekt und dann Verb 2. Das ist nicht, was wir auf Englisch machen. Auf Englisch haben wir Subjekt, Verb, Verb 2, Objekt. Also, lass uns ein Beispiel sehen. Ich kann nach Berlin gehen. Auf Englisch das bedeutet, I can go to Berlin. Aber Wort für Wort, das ist I can to Berlin go. Das zweite Verb kommt ganz am Ende. Nicht hier. Nicht ich kann gehen, sondern ich kann nach Berlin gehen. Letzte Wortstellung, Beispiel, die ich habe. Fragen. Mit Fragen, es ist auch wie Englisch. Verb, Subjekt, Objekt. Das Verb kommt am Anfang und dann Subjekt und dann Objekt. Es sieht so aus. Gehst du nach Berlin? Gehst du nach Berlin? Auf Englisch Wort für Wort. Go you to Berlin? Wir würden das verstehen, aber wir haben kein du auf Deutsch oder nicht für dieses Beispiel. Auf Englisch als Bedeutung würden wir sagen, do you go to Berlin or are you going to Berlin? Aber auf Deutsch gehst du einfach. Das passt. Also das war 4 Art Wortstellung auf Deutsch. Ich hoffe, dass das hilfreich war. Und bitte gib mir ein Subscribe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.